Wenn du mit KI wirklich Gas geben willst, kennst du diesen Moment. Du fragst etwas ganz Konkretes und bekommst mittelmäßige Sätze, irgendwelche erfundenen Zahlen und am Ende dieses Gefühl von hilft mir gerade null. Und es gibt auch Situationen, in denen KI erstmal gerne Ja sagt. Sie wirkt hilfreich, sie widerspricht selten und für mich fühlt sich das oft an wie ein extrem motivierender Praktikant. Fleißig, schnell, häufig beeindruckt und manchmal komplett daneben, ohne es zuzugeben. Deswegen habe ich heute ein Playbook mitgebracht, was aus der Stanford University stammt und ernsthaft 5 Prinzipien beschreibt, die deine KI-Produktivität realistisch verzehnfachen können. Ohne Buzzwords, mit Sätzen, die du direkt kopierst und testest. Starten wir gleich rein. Das erste Prinzip. Es geht darum, wie ein Coach zu denken und nicht wie ein Kunde. Weil viele nutzen KI wie einen Lieferdienst. Anfrage rein, Antwort raus oder Dienstleistung raus. Wenn die Antwort schwach ist, tippen sie den gleichen Prompt nochmal. Und das endet fast immer in Frust. Weil KI dir gefallen will, bekommst du Lob. Selbst wenn dein Text mittelmäßig oder scheiße ist. Das macht dich bequem und du verlierst schnell den scharfen Blick. Mach's anders. Stell am Anfang klar ein, wie du arbeiten willst. Kopier diesen Satz in deinen Custom Instructions oder in die erste Nachricht. Ich will kritisch denken. Fordere mich heraus. Sag klar, wenn etwas unlogisch, schwach oder nicht belegbar ist. Gib mir Gegenargumente und bessere Optionen. Kein Schönreden. Plötzlich spielt die KI nicht mehr auf Harmonie. Sie spielt auf Qualität. Zweites Prinzip. Context Engineering ist der größte Hebel. Wenn du sagst, schreib mir eine Verkaufsmail, bekommt die KI wenig Kontext. Und dann liefert sie generisches Blabla. Gib ihr das Paket, das auch ein guter Kollege braucht. Zielgruppe, Ton, Produkt, ein echtes Beispiel und ein klares Ziel. So sieht das nicht mehr wie ein echter Prompt aus, den du einfach nur copy-pasten kannst, sondern schreibe eine Verkaufsmail an Entscheider in mittelständischen und Industrieunternehmen. Nutze meinen Ton aus diesem Beispieltext, den ich gleich einfüge. Halte dich an die Brandregeln in Stichpunkten. Beziehe dich auf diesen Auszug aus dem Kundengespräch, nenn diese konkreten Produkteigenschaften und voilà, Ziel ist ein 30-minütiges Follow-up, kein Hard Close. Dann schreib noch einen Prompt. Am Ende gibst du mir 2 Betreffzeilen. Ein schneller Check, der fast immer stimmt. Wenn du einem Menschen die Aufgabe so geben würdest und er trotzdem raten müsste, dann rät die KI eben auch. Drittes Prinzip. Lass die KI zuerst planen, dann schreiben. Viele springen direkt in den Input. Aber wir sehen jetzt bei ChatGPT, bei Claude, bei Gemini, dass Planen sehr, sehr wichtig ist. Bring sie zuerst in den Arbeitsmodus. Du willst einen Plan, Annahmen und Fragen und erst danach den Text. Ein Prompt zum Kopieren wäre folgender. Bevor du den Text schreibst, gib mir erstmal eine kurze Gliederung in 5 Schritten. Zweitens, deine Annahmen in 3 Punkten. Drittens, die 3 wichtigsten Rückfragen. Warte dann auf meine Antworten und schreibe erst danach die finale Version. Weil damit kontrollierst du die Richtung und Inhalte, bevor die KI loslegt und eher halluziniert. Viertes Prinzip. Viele Beispiele schlagen Adjektive. Das heißt, kurz, klar, menschlich, professionell, sagt jeder. Und jeder meint da aber etwas anderes und die KI eben auch. Gib stattdessen echte Beispiele. 3 gute Texte, die du wirklich feierst. Und ein schlechtes Beispiel, das du nie wieder sehen willst. Dann kann die KI imitieren, was du ihr vorspielst. Prompt zum Kopieren für dich wäre hierbei: Hier sind 3 Beispiele, deren Ton und Struktur ich will. Danach kommt ein schlechtes Beispiel, das ich hasse. Analysiere kurz, was am schlechten Beispiel falsch läuft. Schreibe dann meinen neuen Text so, dass er zu den 3 besten passt. Halte Länge, Rhythmus und Wortwahl ähnlich. Vermeide genau die Fehler aus dem schlechten Beispiel. Das fühlt sich sofort nach dir an und nicht mehr nach dem Internet. 5. Prinzip. Das Reverse Prompting und Rollen machen deine KI zum Teamkollegen. Der Klassiker sind erfundene Zahlen. Viele schimpfen dann auf die KI, in Wahrheit hat man ihr die echten Zahlen aber nie gegeben. Dreh den Ablauf um. Lass die KI zuerst die Fragen stellen, die sie braucht und gib ihr eine Rolle, die zur Aufgabe passt. Beispiel Vertriebstrainer, Kommunikationscoach, kritischer CFO, Moderation für heikle Gespräche. Ein Prompt für dich zum Kopieren wäre: Bevor du irgendwas schreibst, stell mir alle Fragen, die du brauchst, um das sauber zu lösen. Frag besonders nach Zahlen, Ziel, Zielgruppe, Risiken und Dingen, die du nicht annehmen darfst.
Wenn dir Infos fehlen, sag klar, dass du diese Infos nicht hast und keine Fakten generieren kannst. Und jetzt kommt der Teil, den kaum jemand nutzt. Du baust dir einen Flugsimulator für schwierige Gespräche. So gehst du vor. Du nutzt 3 Chats. Im ersten analysierst du die Person und die Lage, Ziele, Trigger, Interessen. Im zweiten Chat spielt die KI die Person und du übst das Gespräch. Im dritten Chat bewertest du das Gespräch und fasst dann Klarheit, Fairness und Durchsetzung zusammen. Dann lässt du dir einen One-Pager mit Talking Points bauen. Wenn du jetzt nur eine Sache heute direkt testest, dann bitte diese. Lass die KI Fragen stellen, bevor sie liefert, und zwing sie, mit deinem Kontext zu arbeiten und nicht mit irgendwelchen Annahmen. Schreib mir in die Kommentare, welches Prinzip du als erstes ausprobiert hast und wofür. Mails, Angebote, Slides, Recruiting, irgendein Mitarbeitergespräch. Ich greife die häufigsten Themen dann im nächsten Video mal auf. In KI liegt Power und wir können davon halten, was wir wollen. Es passiert sowieso. Welche Power dahinter liegt und welche Jobs bis 2030 noch übrig bleiben, habe ich in diesem Video besprochen. Wir sehen uns dort.